Servus zusammen, willkommen in der Welt von Malifaux. Heute möchte ich euch mal das Spielsystem Malifaux vorstellen. Auf das bin ich schon vor einer ganzen Weile aufmerksam geworden, habe es aber erst jetzt geschafft, mir das Regelbuch der mittlerweile dritten Edition zuzulegen. Und in dem heutigen Video will ich einfach ein bisschen auf das Spielsystem eingehen, darauf, was man braucht, wenn man sich das Spiel zulegen möchte, und so ein paar Kleinigkeiten, die so speziell sind in dem System, wie zum Beispiel das Cheaten. Das ist ausdrücklich hier erlaubt und gestattet. Dazu dann aber später noch mehr. Dann, weil ich schon da habe, gleich als erstes natürlich das Regelbuch, mit dem werden wir starten. Dann lasst uns mal mit dem Essentiellen beginnen, und zwar dem Regelbuch. Und im Zuge dessen werde ich dann auch ein bisschen auf Malifaux jetzt eingehen. Ja, grundsätzlich, was ist Malifaux? Malifaux ist ein Skirmish-Tabletop-System im ungefähr 28 bis 32 mm Maßstab und ist in einem alternativen Setting angesiedelt, das sehr horrorlastig auch aufgebaut ist. Man sieht das teilweise dann schon bei den Zeichnungen. Man hat hier dann alles mögliche, Untote, Nekromantie, es gibt Dämonen hier. Also da hat man schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was man spielen könnte. Vorab gesagt, ich habe hier jetzt die gedruckte Variante des Regelbuchs der dritten Edition. Die gibt es leider nur auf Englisch, aber keine Sorge. Für all diejenigen, die das Spiel auf Deutsch spielen möchten, gibt es auch die Möglichkeit, denn man hat hierzu die Regeln kostenlos zur Verfügung. Das komplette Regelbuch, zwar ohne Fluffteil, aber die Regeln wurden komplett übersetzt in mehrere Sprachen, unter anderem auch in Deutsch. Und ich werde euch den Link jetzt auch in die Videobeschreibung packen, für alle, die sich das Ganze auf Deutsch mal ansehen wollen oder beziehungsweise generell Interesse an dem Spiel haben. Denn wie gesagt, unter dem Link findet ihr dann sämtliche Regeln, das komplette Regelsystem in Englisch, Deutsch, aber eben zum Beispiel auch Französisch und anderen Sprachen. Werde ich euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung jetzt verlinken. Dann schauen wir uns mal ganz allgemein das Thema an, also von der Aufmachung her. Hier, man sieht schon vom Inhalt, wir haben ungefähr bis zur Seite 36 rein nur Fluff. Da geht es um die Fraktionen von Malifaux, dann die Geschichte, wie das Ganze entstanden ist, also der ganze Fluff-Teil. Dann gibt es auch noch zwei Maps, die quasi Malifaux zeigen, die Welt und Malifaux City, also die Hauptstadt von Malifaux sozusagen. Und dann ab Seite 36 startet der How-to-Play-Teil, wo dann eben, wie man es kennt, beschrieben wird, okay, was benötige ich, um das Spiel zu spielen, welche Komponenten, Modelle, Karten und so weiter, was benötige ich. Der Spieltisch, wie wird gemessen und alles mögliche, Line of Sight, dann das eigentliche Gameplay, wie funktioniert das Spiel generell. Dann natürlich auch Regeln für Gelände, Encounters, und da geht es darum, wie wird ein Spiel aufgebaut und welche Siegbedingungen zum Teil gibt es. Strategies and Schemes sind dann die wichtigeren von der beiden Elemente für das Spiel selbst. Die Strategy ist etwas, das generell gesagt als Hauptmissionsziel gesehen werden kann. Das wird zu Anfang des Spiels ermittelt. Davon gibt es, wie wir hier sehen, 4 verschiedene Stück, die hier im Grundregelbuch enthalten sind. Und dann gibt es hier eine ganze Reihe von Schemes. Diese Schemes sind dann Missionsziele, die im Geheimen gewählt werden. Ich bin bei den Regeln noch nicht so ganz durch, aber soweit ich das aktuell verstanden habe, ist es so, dass pro Spiel ein Pool aus 5 Schemes gebildet wird, die dann zufällig ermittelt werden, und davon sucht sich jeder der beiden Spieler 2 im Geheimen aus,
die dann zu gewissen Zeiten im Verlauf des Spiels enthüllt werden. Und erst dann bekommt der Gegner eben mit, welche Schemes man gewählt hat. Das macht das Spiel meiner Meinung nach sehr abwechslungsreich und interessant, weil man trotz nur von 4 Hauptmissionszielen ausgehend dann doch recht viele Nebenmissionen hat, die man eigentlich nicht kennt, was der Gegner da gewählt hat, sondern man hat nur den Pool und kann sich dann eben daraufhin überlegen, was könnte mein Gegner basierend auf seiner Mannschaft für Schemes gewählt haben. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter, und zwar hier die Fraktionen von Malifaux. Soweit mir jetzt aktuell das untergekommen ist, verfolgen eigentlich alle Fraktionen ihre eigenen Ziele. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es überhaupt so die richtige Fraktion gibt, die wirklich irgendwie gut ist. So sieht es nämlich nicht aus. Aber mal generell, was ich so bisher mitbekommen habe, kann man sagen, die Gilde, die stellen sich so ein bisschen als die Wache heraus, so die Beschützer, Polizei vielleicht, wenn man so möchte, in diese Richtung, haben dann aber im Geheimen ihre eigenen Pläne, die sie verfolgen, wo es eigentlich nur um Kontrolle zu gehen scheint. Dann Arkanisten, da dürfte mehr Magie involviert sein. Dann Neverborn, das sind so mehr oder weniger die Kreaturen von Malifaux, die dort schon immer vorhanden waren, die halt sich jetzt, oder die mehr oder weniger unter dem Begriff Neverborn zusammengefasst worden sind. Da gibt es unter anderem dann solche Dinge wie verschiedene Kreaturen, Dämonen und solche Elemente, die hier zu finden sind, falls das jemanden spieltechnisch auch interessiert. Dann auf der nächsten Seite Resurrectionists, kann man sich eigentlich alles Mögliche in Richtung Untote, Nekromantie in diese Richtung vorstellen. Dann The Ten Thunders ist so ein bisschen eine Kombination aus Yakuza und den chinesischen Triaden, so ein paar natürlich auch Horrorelementen dabei. Outcasts sind die Mercenaries, die hier auch eine eigene Fraktion bilden, und es gibt dann eben verschiedene Möglichkeiten, auch andere Mercenaries dann mitzunehmen im Spiel. Dann Bayou, das ist so ein bisschen die Grünhaut-Fraktion. Irgendwie gibt es das in jedem Spiel, kommt mir heutzutage schon vor. Auch natürlich, wenn man sagen muss, Malifaux ist schon seit gut 10 Jahren oder länger auf dem Markt. Also neu ist das alles auch wieder nicht, aber eben Bayou sind die Gremlins. Und dann als neuerste Fraktion gibt es dann die Explorer Society. Da geht es in Richtung, glaube ich, Ausgrabungen und auf der Suche nach Artefakten und solchen Dingen. Aber da will ich mich jetzt auch gar nicht so sehr festlegen. Ich wollte nur mal einen generellen Überblick hier geben mit diesen beiden Seiten, welche Fraktionen so gespielt werden können in Malifaux. Denn selbst bin ich eigentlich beim Hintergrund noch nicht wirklich weit gekommen. Ich habe die meisten Informationen eigentlich aus anderen Quellen wie Spielberichten und das ein oder andere Faction-Video, das ich mir im Verlauf der letzten Zeit angesehen habe. Dann, wie gesagt, eben die nächsten paar Seiten hier, das ist komplett Hintergrund, da geht es um den Hintergrund von Malifaux, um die Geschichte. Dann hier eben diese Map von Malifaux und Malifaux City, und hier dann ab Seite 38 starten dann die eigentlichen Regeln, bekannt wie man es kennt, mit was brauche ich überhaupt, um Malifaux zu spielen, eben den Spielbereich, Gelände, Modelle, eigentlich nichts Besonderes dabei. In der Hinsicht ist eigentlich bekannt. Dann hier gibt es das Thema mit Spielkarten, wie auch bekannt aus einigen anderen Spielsystemen, verwendet auch Malifaux Spielkarten. Ich finde aber in Bezug auf diese Stat-Cards der einzelnen Charaktere, finde ich es extrem gut, wie das gelöst wurde. Denn man hat hier als Beispiel eine solche Stat-Card, besteht immer aus einer Vorder- und einer Rückseite. Die Vorderseite kommt mit den wichtigsten Informationen daher, die man benötigt, wie zum Beispiel eben den Namen und welche Keywords das der
Charakter eben hat, die sind dann wichtig bei der Zusammenstellung einer Fraktion, dann auch die Kosten, also die Soulstones. Malifaux wird in der Regel mit 50 Soulstones gespielt, das kann man sich eigentlich 1:1 vorstellen wie Punkte, wird halt hier nur nicht Punkte, sondern Soulstones genannt. Was hier bei der Zusammenstellung auch interessant ist, Soulstones, die man nicht verwendet, aus diesen 50 Soulstones, die nimmt man mit ins Spiel und kann man dann für diverse Effekte verwenden. Also sagen wir, ich habe eine Mannschaft mit nicht 50 Soulstones, sondern mit nur 45 zusammengestellt, dann würde ich 5 Soulstones mitnehmen ins Spiel, mit denen ich dann gewisse Effekte auslösen kann, unter anderem eben auch das Heilen von Charakteren, wenn die Schaden bekommen. Da kann ich Schaden abwenden. Dann, was noch auf der Vorderseite zu sehen ist, sind dann diverse Stats, wie zum Beispiel hier Defense, also Verteidigung, dann die Willpower, das ist die Verteidigung gegen magische Angriffe, gegen Willensangriffe, dann noch das Faction-Symbol, dann Movement, wie weit das sich die Figur bewegen kann und dann noch die Größenangabe, die auch durchaus in Bezug auf Gelände und so weiter wichtig ist. Und dann hier herunten sind noch die Lebenspunkte angegeben, wie viele diese Figur mitbringt am Anfang des Spiels. Und dazwischen hier die Abilities, die immer während des Spiels aktiv sind. Und das ist das, was mir so gefällt bei der Art und Weise, wie diese Stat-Cards aufgebaut sind. Alles, was man in irgendeiner Weise benötigt, wenn es darum geht, dass man sich bewegen möchte mit einer Figur oder angegriffen wird oder Informationen defensiver Natur eben braucht, wie Defense oder Willpower oder auch die Größeninformationen in Bezug auf Deckung oder Lebenspunkte und auch eben diese Abilities, die immer aktiv sind, die hat man auf der Vorderseite der Karte. So kann man diese Karten immer mit der Vorderseite nach oben neben dem Spielfeld liegen lassen und hat alles schnell im Blick. Und erst dann, wenn diese Figur aktiviert wird, dreht man die Karte dazu um und hat dann auf der Rückseite die Informationen, welche Attacken dass diese Figur ausführen kann. Da gibt es dann eben diverse Attack Actions oder auch hier herunten Tactical Actions. Und hier hat man dann eben alle Informationen, die man benötigt, wenn man diese Figur dann aktiviert und aktiv einsetzt. Das ist meiner Meinung nach sehr gut gelöst. Macht vermutlich dann auch den Ablauf wesentlich einfacher, wenn man weiß, okay, erst wenn ich die Figur aktiviere, muss ich die Karte umdrehen, um dann alle Aktionen, die ich machen kann, von der Figur zu sehen, weil viele andere Systeme machen es ja so, dass Sonderregeln oder auch diverse Aktionen dann teilweise, die speziell für die Figur sind, auf der Rückseite der Karte abgebildet sind und dann muss man jedes Mal umdrehen, wenn man vielleicht eine Sonderregel nachschlagen muss oder nicht genau weiß, und das macht hier Malifaux genau eben andersherum und das finde ich extrem gut gelöst. Wenn wir schon bei den Actions sind, jede Figur hat grundsätzlich 2 Aktionspunkte zur Verfügung, mit denen sie etwas machen kann. Das kann Bewegen sein oder eben auch das Ausführen einer solchen Aktion. Und es gibt dann immer einen Anführer in der Gruppe und dieser hat dann eben eine dritte Aktion. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch so spezielle Aktionen, die keine Aktionspunkte kosten. Die darf jeder Charakter, wenn er so eine hat, einmal pro Aktivierung eine von diesen Aktionen ausführen, kostenlos. Zu dem Thema mit den Spielkarten komme ich dann in einem Moment. Jetzt noch kurz hier, wo wir das Buch noch hier liegen haben. Es geht hier dann eben weiter mit den ganzen bekannten Regeln, die man so für ein Tabletop-System braucht, wie eben Line of Sight, Gelände. Dann hier sind die ganzen Aktionen abgebildet, die man machen kann. Und da wird eigentlich alles recht schön erklärt. Das Englisch ist auch nicht zu schwierig, würde ich jetzt mal behaupten. Und ansonsten, ja, wie gesagt, hier sind dann diese Encounters noch, die halt dann angeben, das Hauptmissionsziel, also wie wird das aufgebaut, das Spielerfeld aufgebaut, die Aufstellungszone und eben dann die Strategies für das Hauptmissionsziel und die Schemes.
Es gibt aber, glaube ich, mittlerweile auch mehr von diesen Hauptmissionszielen bzw. Schemes. Da bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Wie gesagt, ich steige gerade in das Spielsystem ein und dann eben zum Schluss noch ein Index, der immer sehr wertvoll und hilfreich ist. Dann natürlich in weiterer Folge ganz wichtig sind die Miniaturen selbst, die man dann benötigt für das Spielsystem. Da gibt es eine eigene Figurenrange. Ich habe mir hier jetzt mal eine der Core-Boxen, also mehr oder weniger Starterboxen, geholt. Persönlich im ersten Moment muss ich sagen, finde ich das Grundsystem, das hier bei Malifaux angewendet wird, ganz gut. Ich komme aber dann gleich noch dazu, wieso das Ganze dann vielleicht doch ein bisschen nachteilig sein könnte. Grundsätzlich ist es so, es gibt hier diese Core-Boxen, also in dem Fall, ich habe mir hier von der Guild diese Lady Justice Core-Box geholt. Lady Justice ist dann eben hier die Anführerin dieser Gruppe und mit dem Keyword Marshal. Und man bekommt hier für diese Box, die kosten so ungefähr zwischen, ich sage jetzt mal 45 und 55 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Aber so um den Dreh herum 50 Euro kann man sagen. Man bekommt da im Regelfall 5 bis 6 Figuren, je nachdem. Alles, was man braucht, und das, was hier notwendig ist, das ist auch quasi immer der Startpunkt, diese Core-Boxen. Denn wie gesagt, man benötigt immer im Regelfall einen Anführer, der dann das notwendige Keyword eben mitbringt und dann diverse Henchmen und eben dann auch andere Charaktere, die man da benötigt für seine Mannschaft, um diese dann aufzubauen. Und dafür gibt es eben für jeden Anführer in Malifaux eine solche Core-Box. Mit diesen Core-Boxes bekommt man eigentlich einen sehr guten Startpunkt. Es gibt für jeden Anführer eine solche Box und damit sollte man eigentlich auch beginnen. Es gibt zwar auch, soweit ich mittlerweile weiß, auch die Möglichkeit, auch Nicht-Anführer als Anführer zu verwenden, aber soweit mir die Regeln aktuell untergekommen sind und so wie ich es verstanden habe, verzichtet man dann aber auf diverse Möglichkeiten im Spiel. Daher würde ich das eigentlich nicht machen. Mein Vorschlag daher, und das werden auch die meisten Malifaux-Spieler wahrscheinlich auch sagen, startet mal mit der Core-Box, die euch interessiert für die Fraktion oder den Anführer. Es ist dann auch so, dass eben neben einer Fraktion, die diese Core-Box dann auch angehört, an diese Figuren, gibt es dann auch immer ein Keyword oder auch teilweise auch mehrere. Und da ist dann eigentlich bei der Zusammenstellung in erster Linie zu achten, dass dieses Keyword übereinstimmt. Es gibt dann auch Möglichkeiten, dann von anderen Keywords Modelle mitzunehmen. Die werden dann aber teurer als ihre normalen Standardkosten. Daher weiß ich nicht, ob man das wirklich so häufig macht. Generell kann man sagen, man bleibt, wenn man sich für so ein Keyword dann entschieden hat, innerhalb dieses Keywords mit seiner Armee, mit seiner Bande und hat hier dann mit einer solchen Core-Box eigentlich das Notwendige, das man benötigt, eben einen Anführer. Dann bekommt man noch ein Totem dazu, das man eigentlich auch gratis bekommt. Diese beiden Figuren sind eigentlich immer kostenlos, werden also nicht von den 50 Soulstones, die man zu Beginn auswählt, seine Mannschaft abgezogen. Und dann hat man hier eben diverse Charaktere, die man dann mit aufnimmt. Und im Regelfall kann man sagen, so um die, würde ich jetzt vermuten, 25 bis 30 Soulstones bekommt man so in dieser Box, teilweise vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber das bildet schon einen sehr guten Start. Und um dann seine Mannschaft weiter aufzubauen auf die kompletten 50 Soulstones, gibt es dann eben Erweiterungsboxen, die verschiedene Charaktere enthalten. In den meisten Fällen sind dort dann so 3 Figuren enthalten, in manchen auch nur eine einzige Großfigur oder 2 Figuren hin und wieder. Und da ist auch eigentlich wichtig, wenn man dann weiter aufbaut, immer auf dieses Keyword zu achten, das man von seinem Anführer her dann bekommt, damit man hier dann eben im Keyword bleibt. Und da gibt es dann für jeden, zum aktuellen Zeitpunkt, soweit ich gesehen habe, für jeden von diesen Anführern 3 bis 4
Erweiterungsboxen oder auch so 2 bis 3 Erweiterungsboxen und dann noch ein paar allgemeine Fraktionsboxen, die jeder verwenden kann, egal welches Keyword, solange die Fraktion eigentlich passt. So viel zum Aufbau, wie man mit Malifaux startet. Also neben dem Regelbuch, wie gesagt, eine solche Corebox zu einem Anführer, der einem zusagt oder der einem optisch gefällt. Und eine Sache, die mir hier noch gefallen hat, dass ich selbst gar nicht gewusst habe, die Figuren von Malifaux sind komplett aus Kunststoff. Dann ganz wichtig bei Malifaux sind Spielkarten. Wie ich schon vorhin gesagt habe, kommt Malifaux ganz und gar ohne Würfel aus. Dafür gibt es dann hier diese eigenen Spielkartendecks, werden bei Malifaux Fate Decks genannt. Die haben eigentlich nur ein paar spezielle Symbole und sind sonst ganz normale Karten. Also man könnte rein theoretisch auch jedes andere Kartendeck dafür verwenden. Diese bisherigen Dinge, also das Regelbuch und die Figuren, sind einmal grundsätzlich essentiell für jedes Tabletop-Spiel, auch für Malifaux. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den man meiner Meinung nach haben sollte, aber der nicht zwangsweise notwendig ist. Und zwar, das sind hier diese Spielkarten. Also wir haben schon gesehen, es gibt die Stat-Cards der Modelle. Die sind in einem Tarot-Kartenformat und das hier sind eben die Fate-Decks, wie sie bei Malifaux benannt sind. Und dabei handelt es sich eigentlich genau genommen um ganz normale Spielkarten. Man hat hier einfach nur passend zu einer Fraktion, wie in dem Fall, ich habe die Lady Justice Corebox für die Guild mir geholt und dementsprechend jetzt auch das Guild Fate Deck dazu genommen, einfach um hier euch das auch zeigen zu können. Grundlegend ist es aber so, dieses Kartendeck ist an und für sich ein ganz normales Standard-Spielkartendeck. Es gibt eben die beiden Joker Rot und Schwarz, wohingegen eben der schwarze Joker als Misserfolg mehr oder weniger gilt, immer als den Wert 0 hat und eben keine Farbe. Und wenn man sich hier den roten Joker im Vergleich ansieht, dieser hätte dann den Gegenwert von 14 in Bezug auf irgendwelche Angriffe oder Aktionen, die man durchführt. Und hier sind auch alle vier Farben abgebildet. Man kann sich davon dann eine aussuchen, die hier dann gilt. Hätte also theoretisch alle 4 Farben. Und dann hat man in weiterer Folge eben ganz normale weitere Spielkarten hier vom Wert 1 aufsteigend bis zur 13 mit eben dem jeweiligen Artwork und immer einer Farbe. Und das Ganze eben dann für insgesamt 4 verschiedene Farben. Und es gibt auch im Regelsystem, also im Regelbuch, eine Aufschlüsselung, welche dieser 4 Farben welcher Farbe einer normalen Spielkarte entspricht, mit eben Diamonds und so weiter. Also man ist hier nicht notwendigerweise verpflichtet, sich diese Fate Decks zuzulegen, aber natürlich für Spielfeld sorgt es natürlich auch beim Spiel für einen dementsprechenden Flair mit den Artworks der jeweiligen Fraktion. Und es gibt dann aber noch zusätzlich nicht nur diese fraktionsspezifischen Decks, sondern auch ganz allgemein gehaltene Fate-Decks zu Malifaux, die dann ein bisschen durchgemischter sind, auch mit den Artworks und die dementsprechend ganz normal verwendet werden können für jede einzelne Mannschaft. Und grundsätzlich auch vom Ablauf her ist das eigentlich ganz einfach. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Ich habe mir hier jetzt eine Karte eines der Death Marshals geholt und im Endeffekt funktioniert, und das gefällt mir bei Malifaux in Bezug auf das Spielsystem extrem gut. Es kommt wie andere Spielsysteme mittlerweile auch schon ohne Würfel aus komplett, sondern man hat eigentlich nur diese Stat Cards und dann dieses Fate Deck. Und im Endeffekt, was hier dann passiert, wenn jetzt da ein Angriff angesagt wurde, zum Beispiel sagen wir als Beispiel, wir haben ja hier dann noch mehrere von diesen Dingen, nehmen wir hier dann her, wir hätten zweimal die Guild, die gegeneinander spielen würde. Dieser Death Marshal hier würde aktivieren und hätte diesen Death Marshal in der Nähe. Dann würde, wenn man es nicht weiß, dieser Death Marshal quasi, wenn er eine Aktion durchführen würde, seine Karte umdrehen, hat hier alle Aktionen und dann ist hier eben dann angegeben mit diesen Werten hier die Range, also
hier mit diesen Klauen, das bedeutet Nahkampf. Hier die Pistole ist Fernkampf 12 Zoll. Auch bei Nahkampf gibt es unterschiedliche Reichweiten mit 0 Inches oder auch mit 1 Inch Reichweite. Dann hier ist der Stat-Wert, den benötigt der Angreifer, um seinen Angriff durchzuführen. Und Resistance gibt dann an den Wert, den der Gegner machen, oder den Wert, den der Gegner als Grundbasis hernimmt, in dem Fall Defense, auch hier Defense. Es könnte aber im Fall einer mentalen Attacke eben auch dieser Willpower-Wert hier sein, oder in dem Fall hier bei dieser Attacke steht Size, also auch die Größe könnte hier als Ausgangswert dienen für den Verteidigungswert. Und wenn wir das uns jetzt nochmal anschauen, im Endeffekt das Attackensystem ist dann ganz einfach, weil sonst keine weiteren Karten zum Einsatz kommen, eben nur diese Karten für die Modelle und dann dieses Fate Deck. Und das würde dann eben so ablaufen, der Death Marshal hier, der angreift, hätte auf der Rückseite seine Attacken, die er durchführen könnte, oder Aktionen, indem er eben Attack-Aktionen oder Tactical Action, wenn er eine hat, und könnte jetzt sagen, okay, er will mit seinem, weil sich beide Modelle im Nahkampf zum Beispiel befinden, er möchte mit seiner Beastbringer Blade angreifen und möchte eben den gegnerischen Death Marshal, die andere Mannschaft, attackieren. Jetzt ziehen in weiterer Folge beide Spieler eine Karte. Der Death Marshal zieht zuerst, der Angreifer zieht oder spielt von seinem Fate Deck, also dieses Fate Deck hier, wird dann quasi gemischt am Anfang des Spiels und liegt auf der Seite des Spielfeldes. Und der Angreifer hat dann eben eine 7 von seinem Fate Deck gezogen und dann ist der Verteidiger an der Reihe, der ebenfalls eine Karte von seinem eigenen Fate Deck zieht. Und wir haben hier jetzt die Situation, der Attackierende hat einen Stat mit seiner Attacke von 5, addiert hier die 7 dazu, bekommt eben dann auf eine 12 und der Verteidiger nimmt hier diesen Defense-Wert, der hier angegeben ist, dann nimmt er seine eigene Defense, deswegen kann man hier im Verteidigungsfall die Karte auf der Vorderseite gedreht lassen. Ein Wert von 4 plus 4 ist 8, das heißt, Endergebnis, der Angreifer hat höheres Endergebnis als der Verteidiger, die Attacke hätte getroffen und jetzt würde die Möglichkeit bestehen, eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Möglichkeit geben zu cheaten. Zu cheaten beginnt eigentlich dann immer der den niedrigeren Wert gezogen hat und jetzt könnte eben der Death Marshal rechts, der verteidigt hat, hergehen und sagen, ja, er cheatet von der Hand, also jeder Spieler hat, ich glaube, 4 Handkarten zu Beginn jeder Runde, die er neu aufzieht und könnte jetzt da sagen, okay, ich spiele aus meiner Hand jetzt da diese 9, diese cancel die 4 weg, die 4 ist nicht mehr gültig, jetzt wird auf die Defense von 4 die 9 hinzuaddiert, ist 13, damit ist er um einen Punkt höher als der Angreifer aktuell, damit hätte er sich erfolgreich verteidigt. Jetzt könnte natürlich auch wiederum der Death Marshal, der angegriffen hat, dasselbe machen, könnte ebenfalls cheaten, sagen wir, er macht das, cheatet hier eine 11 herein, auch von seiner Hand, kommt daher auf eine 16 und ist damit wieder höher als der Verteidiger, würde damit jetzt wieder treffen, nachdem er ursprünglich schon mal getroffen hatte. Der Verteidiger hat zwar versucht, diesen Schaden noch zu verhindern, indem er eine Karte hereingecheatet hat es aber dann doch nicht den Schaden abwenden können, weil eben der Angreifer ebenfalls gecheatet hat. So mal der grundsätzliche Ablauf. Es gibt dann noch ein paar andere Aspekte, wann man genau cheaten darf und wann nicht. Aber jetzt einmal vom grundsätzlichen Ablauf her, so funktioniert das Ganze mit den Angriffen. Also eigentlich ganz einfach. Dasselbe gilt dann auch für den Damage-Wert, wenn wir uns hier dann jetzt das Ganze ansehen und sagen, der Death Marshal hier hätte mit seiner Attacke getroffen, dann hat er hier unten einen Schadenswert, der sagt dann Target suffers 2, 3 oder 4 Schaden. In diesem Zusammenhang wird dann einfach vom Fate Deck einfach eine neue Karte gezogen, geflippt und dann wird geschaut, hier gibt es dann einen Wert oder beziehungsweise 3 Punkte, die sind jetzt vielleicht auf der Kamera doch sind ganz gut zu sehen. Hier in dem Fall würde ein Punkt stehen und das würde bedeuten 2 Damage.
ein Punkt und da gibt es dann maximal 3 Punkte, die dann für diese 3 Werte jeweils stehen. Und da gibt es dann je nach Situation im Spiel auch die Möglichkeit, dass ein Angreifer zum Beispiel dann beim Schaden 2 oder auch 3 Karten ziehen dürfte und dann die niedrigste der beiden Karten genommen wird. Wie in dem Fall hätte der Death Marshal jetzt beim Schaden die 5 und die 12 gezogen mit einem Punkt und mit 3 Punkten, würde somit entweder 2 oder 4 Damage machen. Dadurch, dass aber die niedrige Karte gilt, wird dann eben die 2 Damage verursacht. Wie gesagt, da gibt es dann noch ein paar Regeldetails, wann man welchen Wert genau verwendet, aber vom grundsätzlichen Ablauf her, so funktioniert dann das Attackieren. Und das ist für alles gleich, ganz egal, ob man jetzt da eine Nahkampfattacke, Fernkampfattacke durchführt oder auch zum Beispiel eine hier Tactical Action. Auch dort, wenn diese nicht automatisch irgendwie funktioniert, dann gibt es auch hier dann verschiedene Angaben zur Reichweite, Stat, Resistance und Target Number. Aber das sehen wir uns, wie gesagt, auch alles noch einmal ein bisschen mehr im Detail an. Ich wollte hier nur mal den generellen Ablauf erklären, damit man ein bisschen sieht, wie das Spiel so generell funktioniert. Und dann gibt es in weiterer Folge noch Erweiterungsbücher. Davon ist eines gerade erschienen, beziehungsweise kommt gerade heraus. Die, ich glaube, erste Erweiterung für die 3. Edition von Malifaux. Und neben dem Regelbuch gibt es sonst schon seit geraumer Zeit diese Faction-Bücher, die sich dann speziell mit einer Fraktion von Malifaux auseinandersetzen. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu einem Produkt, das ich hier mitgenommen habe, weil ich es euch auch zeigen wollte, in Bezug darauf, was es für Malifaux so an Produkten gibt und auch, um darüber sprechen zu können, was man benötigt und was nicht. Denn ich hatte, bis ich mir diese Sachen hier jetzt im September bestellt hatte, auch keine Ahnung, was man wirklich benötigt. Ich habe das einfach vorsichtshalber auch mal mitbestellt. Und jetzt kommen wir eben noch zu diesen Faction-Büchern. Und da muss ich sagen, ich werde mir hier wahrscheinlich in der nächsten Zeit keines dieser Bücher mehr zulegen, da diese schlicht und ergreifend nicht notwendig sind. Wenn wir uns das Ganze anschauen, wir bekommen hier ein Buch, das eigentlich ein reines Fluffbuch ist, also interessant nur für die Leute, die sich für eine Fraktion genauer interessieren, für den Fluff-Teil. Man bekommt hier eigentlich nur im ersten Teil bis hierhin, sage ich jetzt mal so, das erste Drittel Hintergrundinformationen zur Fraktion, die in dem Buch behandelt wird, mit schönen Artworks. Es ist auch alles ganz gut aufgemacht. Und ansonsten, so ab dem zweiten Drittel, fangen dann hier die Informationen an zu den einzelnen Charakteren. Und da bekommt man eigentlich immer ein Artwork, also so eine Doppelseite meistens, oder auch bei den anderen Einheiten sind die dann aufgeteilt, auch wo man mehrere Sachen auf einer Doppelseite hat, aber man sagt, man hat hier ein Artwork, dann hat man die Statcards vorne und hier Rückseite abgedruckt, um dann einfach zu sehen, was die Figur kann. Also hat man dann alle Werte, wenn man sich noch nicht das Ganze angesehen hat, und dann eben noch einen Fluff-Teil zu dieser jeweiligen Figur dazu. Und das geht halt dann so durch, das mit Fluff und den Stat-Cards für alle Figuren, die es halt bisher gibt. Oder die sind hier mit abgedruckt. Das geht so durch das ganze Buch. Das ist auch der Rest des Buches. Und am Ende gibt es dann noch die Upgrade-Cards. Wenn man seine Figuren mit weiteren Upgrades ausrüsten möchte, kann man das hier machen. Da gibt es halt auch eine Beschreibung, was tut die Fähigkeit oder das Upgrade, wie viel kostet sie und eben der Name. Und auch hier Limitations, wer kann das eventuell verwenden, nur diese Karte, falls das nicht für jeden gestattet ist. Und auf diese Art und Weise bekommt man dann eben noch so ein paar Upgrade-Cards, die dann für die Fraktion auch häufig, soweit ich das jetzt hier sehe, spezifisch eben sind, weil das scheint allgemein zu sein für jede Figur, die hier eine Effigy ist und vom Keyword, und ansonsten hier hat man die Fraktionssymbole drauf. Daher werden diese Upgrades nur für die Guild wahrscheinlich gelten.
Und das war es dann auch schon. Hinten gibt es dann noch einen Keyword-Index und das ist alles, was in diesen Faction-Büchern drinnen ist und meiner Meinung nach in keinster Weise notwendig. Jetzt könnte man hieraus natürlich sagen, okay, das ist zwar schön und gut, aber ich bekomme ja dann, wenn ich mir dieses Buch nicht zulege, diese Upgrades nicht, die ja vielleicht teilweise ganz stark sind oder die ich gut gebrauchen kann. Und ich sehe dann auch nicht, was die einzelnen Charaktere können. Da wäre es vielleicht durchaus sinnvoll, bevor man mit dem Spiel überhaupt beginnt, sich ganz als erstes für eine Fraktion zu entscheiden und dann dieses Fraktionsbuch zu kaufen, um sich mal zu informieren, welchen Master will man überhaupt spielen. Das klingt zwar im ersten Moment richtig, aber ganz ehrlich, und darauf komme ich jetzt, diese Forces Books sind nicht vergleichbar mit einem Codex oder einem etwas ähnlichem, also die braucht ihr nicht, vor allem weil eben zu Malifaux diese App hier existiert, die gibt es kostenlos, die kostet euch nichts und dort habt ihr alles drinnen. Es gibt hier Cards, da habt ihr zu jeder Fraktion, diese ganzen Karten, die hier abgebildet sind in diesem Buch, zu jeder einzelnen Fraktion sind hier abgebildet. Ich kann mir hier, die Guild ist schon ausgewählt, ich kann hier dann mir irgendeine Figur rausholen, bekomme hier dann ein Bild dieser Stat-Card angezeigt, so wie auch die gedruckte Variante aussieht, die im Buch hier ist oder die eben dann die eigentliche Stat-Card ist, die bei der Figur dabei ist, inklusive Rückseite. Das heißt, ich kann mir alle Profile komplett kostenlos ansehen. Ich benötige dafür kein Buch. Das kann ich mir in der Hinsicht sparen. Und das Ganze geht halt dann weiter. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Crew zusammenzustellen, also einen Listbuilder. Das ist alles schon hier in der App mit drinnen. Ich kann hier Games verwalten mit kompletten Informationen, wer spielt gegen wen, welche Siegespunkte habe ich aktuell und so weiter. Das ist alles in der App abgedeckt. Und das gleiche dann eben auch hier mit den Rules. Ich habe hier die verschiedenen Regeln abgebildet für die Leute, die hier dann aktiv eben Turniere spielen mit Season. Das ist, glaube ich, das ist das Ruleset für Turnierspiele. Dann auch Deployments, Strategies, Schemes, die ganzen Conditions, die es im Spiel gibt. Das ist hier alles mit in der App integriert. Und dann habe ich auch hier noch die Möglichkeit, auf Full Rules zu gehen. Und das macht dann eine Internetverbindung auf, wo ich mir dann das PDF herunterladen kann. Aber hat er es jetzt heruntergeladen? Aber wenn nicht, wie gesagt, hier habe ich die Word-Webseite und hier auch die Möglichkeit Manual Rules mit den verschiedenen Sprachen. Wie ihr schon seht, das gibt es hier alles. Und dann habe ich hier nochmal Zugriff auch auf dieses Ruleset. Und das sind die kompletten 55 Seiten Regeln, in dem Fall hier jetzt in dem Beispiel auf Deutsch für Malifaux. Also auch das wäre über die App, sofern ich eine Internetverbindung habe, alles erreichbar. Daher nochmal zu diesen Faction-Büchern. Diese sind nicht notwendig für das Spielen selbst in keinster Weise. Alles, was hier spieltechnisch relevant ist, ist in der App enthalten. Diese Faction-Bücher sind wirklich nur dann interessant, wenn man sich für mehr Fluff interessiert und ansonsten eigentlich für nicht wirklich viel. Denn selbst diese Upgrade-Cards, die hier im Fluff-Buch drinnen sind, im Faction-Buch, sind unter Cards, hier unter Upgrades, dann ebenfalls zu finden. Also auch diese hier gibt es, glaube ich, sogar in einer gedruckten Form zu kaufen. Ich habe sie zwar noch aktuell nirgends gefunden, scheinen überall aktuell ausverkauft zu sein, aber auch diese benötigt man grundsätzlich nicht. Und wie ihr hier jetzt seht, das war so ein bisschen ein kleiner Überblick. Das Video ist natürlich jetzt etwas länger geworden, aber ich wollte diese einzelnen Punkte natürlich auch ansprechen. Wenn ihr jetzt natürlich diese einzelnen Teile noch irgendwie in kleineren Happen haben wollt, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare, dass ich da ein bisschen informiert drüber bin. Aber ich habe mir gedacht, ich mache hier mal ein längeres Video, wo dann alle relevanten Informationen zum Spiel enthalten sind, wenn man damit anfangen möchte. Wie ihr gesehen habt, es ist eigentlich der Einstieg
recht einfach. Ich finde es auch ganz gut. Man hat hier dieses Regelbuch, das man sich theoretisch aber gar nicht kaufen muss, weil man die PDFs ohne den Fluffteil kostenlos bekommt, sogar auf Deutsch auf der Malifaux-Seite. Dann das Einzige, was ist, für 50 Euro ungefähr so eine Core-Box, um mal zu starten. Da hat man dann ungefähr so um die 25 bis 35 Soulstones, habe ich vorher schon gesagt. Das ist an und für sich auch okay. Dann kauft man sich noch, je nachdem, 1, 2 Boxen dazu und man hätte schon alles, was man zum Spielen benötigt. Und die einzelnen Boxen, die es dann eben gibt, weil jede Fraktion hat häufig dann eine ganze Reihe von 20 Boxen oder so. Durch diese Keywords ist das dann aber wiederum aufgebaut, dass man nur eine Handvoll von potenziellen Boxen dann hat, die man wirklich benötigen kann oder die man im eigentlichen Sinne dann für sein Keyword benötigt. Und da kann man dann langsam aufbauen und die ist recht schnell fertig. Dann dazu braucht man eigentlich nur noch eben diese Figuren und ein Fate Deck würde ich eben noch vorschlagen, denn es ist einfach einfacher zu handeln, als jedes Mal die Farben der Karten, die man von einem normalen Kartendeck hier hat, dann umzudrehen und zu überlegen, ja, was bedeutet das jetzt für Malifaux, also Fate Deck auch noch ganz sinnvoll. Andererseits die Faction-Bücher kann man sich sparen, denn wie zum Schluss gesehen, es gibt die App, die uns mit allem versorgt, was wir zum Spielen brauchen, uns sogar die Möglichkeit gibt, das Missionsziel auszuwählen, also die Mission, das Szenario auszuwählen, die Strategies, die Schemes und das auch noch festzuhalten während des Spiels. Also auch das ist alles in der App möglich, zusammen mit allen Statcards für alle Fraktionen, die man dort findet. Ihr könnt euch also schon mal vorab die App herunterladen. Ich werde auch dort schauen, ob ich den Link für den App Store und so unten noch reinpacken kann. Ansonsten gibt es sicher eine Verlinkung auf der Würth-Seite dazu. Da könnt ihr euch einfach die App mal runterladen, komplett kostenlos und euch das Spiel sowohl regeltechnisch als auch mit den einzelnen Statecards der Master und der anderen Figuren ansehen und so vorab schon mal eine Entscheidung treffen, was ihr vielleicht spielen wollt und müsst dafür noch nicht mal Geld ausgeben. Finde ich eigentlich sehr cool und toll gemacht. Und ansonsten, eine Sache möchte ich aber trotzdem noch adressieren, auch wenn das Video ein bisschen länger macht noch. Und zwar, das klingt jetzt im ersten Moment zwar gut, mit diesen vergleichsweise wenigen Boxen, die man pro Keyword hat, jedoch das kann meiner Meinung nach, und ich bin aktuell gerade dabei, mich mit dem Regelbuch zu beschäftigen. Ich habe im September, wie gesagt, das Buch und diese ganzen Sachen bestellt gehabt und bin gerade dabei, mich damit zu beschäftigen. Die Figuren sind noch nicht gebaut. Ich habe Regeln gelesen, ich habe Battle Reports auch schon länger geschaut, aber selbst noch nicht gespielt. Aber mein Eindruck ist, was das Thema betrifft, sobald es in eine etwas kompetitivere Richtung geht, dann kann es recht teuer werden, das Spiel, weil es eben in dieser Situation so ist, beim kompetitiven Spiel oder auch generell im normalen Spiel von den Regeln wird es anscheinend so erklärt, dass man am Anfang eben sich für eine Fraktion entscheidet im Verlauf der Bestimmung des Szenarios, das gespielt wird, der Schemes und beziehungsweise auch der Strategie. Und erst im Zuge dessen entscheidet man sich dann weiter, okay, ich nehme die Fraktion, dann weiß ich, okay, mit den Informationen, was gespielt wird für eine Mission, gegen welchen Gegner, wähle ich dann explizit meinen Master erst aus und dann eben stelle ich erst die Mannschaft zusammen auf Basis dessen. Dadurch kann es eigentlich, wenn man es so betrachtet, sein, ich weiß nicht, ob es auch bei Turnieren so gehandhabt wird, aber gleich mal eskalieren, weil man hat eben das Problem meiner Meinung nach durchaus, dass man manche Master hat, die gegen andere besser sind als gegen andere und vielleicht gibt es sogar die Situation, dass manche Master gegeneinander total untergehen, wo der eine einfach zu stark ist mit seinem speziellen Spielstil, den der andere in keinster Weise vernünftig kontern kann, sondern nur auf Glück hoffen könnte, was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist. Daher im Zuge, wenn es darum geht, das Ganze kompetitiv zu spielen, glaube ich, dass das sehr teuer werden kann, da man potenziell eigentlich zumindest für jeden Master benötigt, das heißt jede Masterbox plus dann noch genügend andere Boxen, um zumindest mal eine
Mannschaft mit zu dem Keyword aufzustellen, die einigermaßen spielbar ist. Aber ansonsten, das war eigentlich das Einzige, was mir hier in der Nachbetrachtung noch aufgefallen ist, was eventuell das Spiel teuer machen könnte. Auch vielleicht im nicht kompetitiven Umfeld, wenn man es unter Anführungszeichen etwas besser oder etwas kompetitiver spielen möchte. Aber ansonsten ist das Ganze ganz einfach. Ihr könnt es auch eben aufgrund dessen, dass alles kostenlos verfügbar ist, euch die Regeln mal anschauen, dann die Statcards anschauen der einzelnen Master und davon ausgehend weitere Figuren. Und wenn ihr wollt, wäre es sogar möglich, damit Probespiele dann erstmal zu machen und dann erst im Nachhinein Figuren zuzulegen. Also vom Einstieg her ist das Spiel verdammt günstig in dem Fall. Und wenn man dann wirklich richtig einsteigen möchte und sich dazu entscheidet, wirklich Sachen zu kaufen, wie gesagt, das Regelbuch, wenn man es wirklich haben möchte, ich stehe halt drauf, diese Sachen auch physisch beim Spielen in der Hand zu haben und will nicht durch eine App suchen oder durch ein PDF. Daher für mich war das sowieso eine gesetzte Sache. Und dann wird eigentlich nur noch ein Kartendeck benötigt. Vorzugsweise meiner Meinung nach die Fate-Decks, ist aber auch nicht unbedingt notwendig, sind auch wieder gute, keine Ahnung, 10, 12 Euro, die man sich wahrscheinlich dadurch sparen kann. Und ansonsten nur noch die Figuren, eine Core-Box, das sind ungefähr die Hälfte bis gut 2/3 vielleicht der Punkte drinnen, die man benötigt für ein reguläres Spiel, die Stat-Cards und man kann schon loslegen, einmal ungefähr 50 Euro ausgegeben und man ist schon dabei. Mich würde jetzt vielleicht noch interessieren, wer von euch das Spiel eigentlich schon kennt, beziehungsweise es auch schon spielt. Ich habe so ein bisschen herumgeschaut, habe aber in meiner eigenen Recherche jetzt nicht viel gefunden, dass es Turniere dazu großartig gibt oder vor allem hier bei uns in Österreich sowieso nicht. Aber auch in Deutschland ist mir da nicht sonderlich viel untergekommen und auch sonst scheint vergleichsweise wenig zu Malifaux zu passieren, was YouTube betrifft oder auch was Diskussionen in Foren angeht.